Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin heute bei den Modellbahnfreunden Schweich und bin jetzt hier bei der H0 Gleichstromanlage angelangt, beim Rainer Frank. Der zeigt mir jetzt hier die in diesem Raum aufgebaute Anlage. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist eine Anlage, die einer Norm entspricht, und zwar der Fremo-Norm, aber da können Sie sicher Näheres sagen. Genau, also die Module sind normiert nach Fremo-Norm, Kopfteil F96, 1 Meter lang und 50 Zentimeter breit die Module, und da haben wir uns weitestgehend dran gehalten. Die Anlage hier ist jetzt, wie gesagt, H0 Gleichstrom oder Zweileiter Gleichstrom, wird aber mit DCC gefahren, also digital, und besteht aus mehreren Modulen. Und wie Sie hier in der Mitte sehen, sind wir auch noch nicht ganz fertig mit der Anlage, sondern die ist noch im Bau, und es werden noch mehrere Module noch weiter gebaut. Das heißt, hier stehen noch ein paar Module, die umgekippt sind, und da wird dann gerade die Elektrik fertiggestellt. Da kann man dann auch mal zeigen, weil ich immer wieder gefragt werde von Zuschauern, wie es denn eigentlich ist mit diesen Schnittstellen, wie das jetzt ist. Also diese Module haben jetzt hier eine Verschraubung, genau, die gewandt ist. Dieses Kopfteil ist im Prinzip normiert, sodass ein Modul auf das nächste genau drauf passt. Das Gleis ist genau normiert, und die elektrische Verbindung, da haben wir eine vereinseigene Norm, das passiert dann mit diesen Steckern, und so kann man dann ein Modul mit dem nächsten verbinden, und damit kann man dann letztendlich so Anlagen, je nachdem wie die Raumkonstellation ist, kann man die Anlage dann immer wieder anders aufbauen. Da wird also der Strom für die Gleise und die Signaltechnik, und die ganze Weitenschaltung. Genau, die Digitalspannung, die Spannung für die Beleuchtungsartikel und Steuerspannung, das geht alles über diese Stecker. Und die Gleise sind Tillig Elite, haben Sie mir vorhin schon verraten, und die werden hier über Servomotoren ganz normal die Weichen geschaltet. Genau, die Weichen werden über Servomotoren geschaltet und dann über eine Elektronik mit dem Kabelstrang verbunden. Und dann haben wir hier diese Löcher, da kommen dann die Schlossschrauben durch zum Fixieren. Und dann haben wir hier eine Spielhöhe, eine komfortable von 1,11 Meter. Ja. Das ist auch recht angenehm. Genau, das ist zum Fahren noch schön, weil man dann so ein bisschen auf Augenhöhe mit den Zügen ist, und aber auch zum Bauen, weil man dann nicht gerade so in der Hocke oder in der gebückten Haltung dann an den Anlagen bauen kann. Dann haben wir eine kleine mechanische Drehscheibe, Drehteller. Ja, das ist eine Drehscheibe, die eigentlich jetzt keine Landschaft darstellt, sondern die ist einfach nur gemacht, um in diesem Schattenbahnhof, so wie wir das nennen, oder Fiddleyard, dass man dann einfach die Loks dann einmal drehen kann, und dass die dann wieder Tender nach hinten fahren können. Da sieht man jetzt auch hier gerade die Weichen, die dann hier geschaltet werden können mit dem Das Kippschalter. ist jetzt eine Handschaltung über einen ganz normalen Schiebeschalter. Das ist einfach dem geschuldet, dass man in einem sogenannten Fiddleyard ja sowieso immer mit den Händen und mit so einem Entgleiser oder Entkuppler die entsprechenden Wagen von den Zügen trennen kann und den Zug dann mehr oder weniger neu zusammenstellen kann. Deshalb ist der jetzt hier auch nicht eingeschottert und nicht begrünt, genau. Weil der normal sowieso dann auf Ausstellungen gar nicht sichtbar ist. So ist irgendwo hinter einer Wand verschwindet. So ist es. Und das ist jetzt hier der erste Teil, der hier gestaltet ist. Ja. Das ist jetzt hier im Bau noch ein Schotterwerk. Das ist ein Schotterwerk. Wir sehen gerade, da ist jetzt auch ein Zug untergefahren, der jetzt da beladen werden soll und dann rückwärts die einzelnen Waggons unter diesen Bunker zieht, damit die dann letztendlich vollgeladen werden. Das ist die Idee. Da sieht man noch eine Waage, wo dann die LKWs, wenn sie drüber fahren, gewogen werden, damit das alles richtig abgerechnet werden kann. So wie es beim Abrechnen ja auch ist, weil der Rainer Frank hier auch Kassier des Vereins ist. So ist es, ja. Ja, und dann haben wir da hinten noch, wir haben uns ein bisschen daran gelehnt, es gab hier mal südlich der Mosel eine Bahnstrecke, die bis Ende der 60er Jahre existiert hat, die sogenannte Moselbahn. Und hier mein Vereinskollege, der Matthias Richter, der hat jetzt hier den Bahnhof Schweich, der ja letztendlich auch den Ort unseres Vereins darstellt, originalgetreu und in originaler Länge nachgebaut.
Das war dann ein reiner Güterbahnhof oder war der auch für Das war auch ein Personenbahnhof mit einem Abstellgleis für die Güterwagen und einem sogenannten Kreuzungsgleis, wo also Züge dann mehr oder weniger sich überholen konnten. Die Brücke hier existiert noch, die Gebäude sind längst abgebrochen und die Brücke ist noch so nachzuvollziehen. Die Gebäude werden hier wahrscheinlich dann auch aus 3D-Druck teilweise gemacht. Das sind gedruckte Lasercut und 3D-Teile, so. ja, und auch originalgetreu nachgebaut. Hier mal eine Kuhweide mit einigen Stieren. Ja. Jetzt kommen wir mal langsam zum Herz der Anlage, zur Technik. Gefahren wird hier mit der Intellibox. Genau, das ist jetzt die Intellibox neuester Generation. Wie gesagt, wir fahren DCC, also digital Gleichspannung, und die Intellibox hat auch ein eigenes WLAN, das heißt, wir können auch mit den Handys die Anlagen steuern und deswegen ist das recht komfortabel. Mit den Daisys. Ja, genau. Wir haben auch zum Teil hier selbstgebaute Handregler und ich habe jetzt hier mal einen davon und würde jetzt dann mal einfach diese Lok da losfahren. Schauen wir noch mal ganz kurz, das ist jetzt hier ein Betriebswerk aufgebaut. Ja, das mit ist einer kleinen Drehscheibe und mit einem ganz kleinen Lokschuppen. Das jetzt hier aber auch alles nicht eingeschottet ist, wahrscheinlich auch eher. Weil es ein verdeckter Bereich eigentlich ist. Es ist eigentlich nur ein Abstellbahnhof für unsere Lokomotiven, damit wir die nicht jedes Mal mit den Fingern von der Anlage runternehmen müssen. Jetzt können wir mal einen Zug fahren lassen. Ja. Ich habe schon gehört, das ist jetzt die Baureihe 23, ein Modell von Roco mit Geräusch, ein etwas älteres Modell schon. Ja. Und So, da haben wir natürlich schon mal gleich unser Malheur. Ich ziehe mal so langsam rüber, wo das jetzt genau passiert. Vorführeffekt gehört dazu. Ja. Das Leben ist auch nicht perfekt. Sieht im Moment erstmal gut aus, ich probiere es nochmal. So, und jetzt gehe ich ganz einfach mit diesem Nahverkehrszug, mit dem vierachsigen Umbauwagen mal nochmal über die ganze Anlage auf Reisen, um die Anlage nochmal in aller Ruhe zu zeigen. So, jetzt sollten wir es geschafft haben.
Gipsschieß zu stellen. Und jetzt sind wir hier in diesem Vierteljahrt-Bereich und können uns dann auch nochmal das mit der Handdrehscheibe anschauen. Ja, wobei wir hier mit dieser Lok natürlich nicht drehen können. Passt, Die ist nur für kleine Tenderloks gedacht. Das weiß Die ist jetzt etwas zu klein geraten. Aber ich kann das trotzdem mal zeigen, indem ich jetzt einfach mal hier eine andere Lok hier rüberfahren lasse. Oder ich nehme die jetzt einfach mal rüber und dann zeige ich Ihnen das. So, dann nehmen wir die mal darüber. So, also. Das Drehen geht im Prinzip so. Dass die Lok also quasi hier reinfährt. So. Dann wird der Riegel aufgemacht und dann kann man die einmal drehen. So. Dann den Riegel wieder zu. Und dann kann die Lok nach draußen rausfahren. Es muss ja nicht immer alles digital elektrisch sein. Nein, es reicht in dem auch Falle. mal von Hand. Mit so einer Handdrehscheibe kann man hier auch ein bisschen Spaß haben. Das ist dann im Prinzip nur gedacht für hinter den Kulissen die Lokomotiven und die Züge wieder neu zusammenzustellen. Gut, dann bedanke ich mich beim Rainer gerne. Frank hier Ja. für die Vorstellung Gerne. der Dankeschön. H0-Anlage mit den Tillig Elite-Gleisen und wünsche noch viel Spaß bei vielen, vielen Stunden beim Bau dieser Anlage mit vielen, vielen weiteren Modulen und hoffe, dass Sie da noch lange Freude haben mit Ihrer Anlage. Danke Bedanke mich. Ihnen, ja.